Seit der Erfindung des Kompass stand immer fest, wo Norden ist. Doch Wissenschaftler meinen neuerdings, dass sich dies ändern könnte. Eine Umkehrung der magnetischen Ströme ist überfällig und könnte die Welt ins Chaos stürzen. Durch ihr Magnetfeld geschützt, dreht sich die Erde in sicherer Entfernung von der Sonne und ihren zerstörerischen Kräften. Doch schon ein einziger Flare zeigt, wie wenig stabil unser Schutzschild ist. Flares sind gewaltige solare Teilchenexplosionen, durch die Strahlen und magnetische Wellen ins All geschleudert werden. Ein gigantischer kosmischer Sturm, der zu extremen Schwankungen im magnetischen Feld der Erde führt. Auf der Erde sind magnetische Stürme die Folge. Störungen im Radio- und Fernsehempfang und Überspannungen in Telefon- und Elektroleitungen. Spannungsstöße können Kraftwerke außer Betrieb setzen und ganze Regionen durch Stromausfälle lahmlegen. 1989 gingen im kanadischen Quebec nach einem solchen Sturm alle Lichter aus. Flares wie diese werden alle 11 Jahre freigesetzt, immer dann, wenn das Magnetfeld der Sonne sich umkehrt. Doch auch die Polung des irdischen Magnetfelds kann sich umkehren und unsere moderne Zivilisation ins Chaos stürzen. Seit Generationen befassen sich große Wissenschaftler mit der Frage der Entstehung des Erdmagnetismus. Doch selbst Albert Einstein nannte den Erdmagnetismus eines der größten Geheimnisse der modernen Physik. Über Jahrhunderte ist bekannt, wie der Erdmagnetismus auf eine Kompassnadel wirkt. Doch erst seit kurzem wissen wir, dass viel mehr dahinter steckt. Seit der Entstehung unseres Planeten fließen die Ströme des Geomagnetismus aus dem Erdinnern in die Weiten des Alls. Erst sie ermöglichen die moderne Kommunikation, die Navigation und so manches hochtechnisierte Verteidigungssystem. Sie wirken seit Urzeiten selbst auf die größten Lebewesen und lassen sich auch nach Millionen Jahren noch in Gesteinen nachweisen. Im US-Bundesstaat New Mexico hat der Computerspezialist Gary Glatzmeyer einen wahren Marathon hinter sich gebracht. In jahrelanger intensiver Arbeit entwickelte er am National Laboratory von Los Alamos ein Computerprogramm, das ein Bild des sich verändernden Magnetfelds der Erde zeichnet. Seine Animation zeigt die magnetischen Feldlinien, die aus dem Erdinneren austreten. Sie beruht auf einem mathematischen Modell, das so kompliziert ist, dass erst der 40. Versuch gelang. Dann war es soweit. Das Abbild der magnetischen Kräfte war fertig und seine Genauigkeit verblüffend. Laut unserem Modell sollte sich zum Beispiel der solide innere Kern unterhalb des flüssigen Kerns etwas schneller bewegen als die Erdoberfläche. Seismische Studien des Erdinneren haben dieses Ergebnis inzwischen bestätigt. Doch das Modell zeigte überdies eine Umpolung, genau wie die wirkliche Erde. Wir waren überrascht, weil wir uns eigentlich nur vorgenommen hatten, ein Modell zu generieren, das dem heutigen Magnetfeld entspräche. Und dann konnten wir plötzlich sehen, wie die magnetische Polung dieses Felds sich von allein und ohne unser Zutun umkehrte. Das war wirklich ein besonderes Erlebnis und es entsprach vollkommen den fossilen Funden aus der Erdvergangenheit. Viele Geophysiker sahen durch dieses Modell ihre eigenen Theorien zum Erdmagnetismus bestätigt. Plötzlich konnten sie sehen, wie das magnetische Chaos sich entwickeln würde. Das schottische Observatorium Estelle-Muir ist eine von fast 200 Einrichtungen, an denen weltweit der Zustand des irdischen Magnetfelds beobachtet wird. Die Instrumente des Observatoriums sind ebenso isoliert wie das Observatorium selbst. Schließlich wollen wir hier ausschließlich den Erdmagnetismus messen und nicht die Magnetfelder künstlicher Quellen. Selbst Schlüssel und Riegel sind hier aus Kupfer.
Magnetische Materialien wie Eisen und Stahl sind dagegen selbst in kleinsten Mengen tabu, da ihr Magnetfeld die hochempfindlichen Magnetometer beeinträchtigen könnte. Diese Maschinen verzeichnen selbst kleinste Schwankungen in der erdmagnetischen Feldstärke. Schon seit dem 16. Jahrhundert vermessen Wissenschaftler das Magnetfeld der Erde. Diese Messungen zeigen, dass sich die magnetischen Pole nicht an derselben Stelle befinden wie die geografischen Pole, um die die Erde sich dreht. Sie bleiben auch nicht so konstant wie die Pole eines einfachen Magneten. Wir gehen davon aus, dass der größte Teil des Erdmagnetismus aus dem inneren Kern der Erde kommt. Den Aufbau der Erde kann man am einfachsten anhand eines hartgekochten Eies illustrieren. Die Schale des Eis entspricht der sehr dünnen, verhärteten Erdkruste, auf der wir leben. Das Eiweiß ist der Erdmantel und das Eigelb der Erdkern. Ein Teil dieses Erdkerns besteht aus heißem, flüssigem Eisen, das durch thermische Strömungen und das Drehmoment der Erde in Bewegung gehalten wird. Wie die Drahtschleifen in einem Generator erzeugt dieses fließende Eisen gewaltige elektrische Ströme und ein ebenso gewaltiges magnetisches Feld, das bis ins Weltall strahlt. Turbulenzen im Eisenfluss führen zu Variationen des Feldes und zu Verschiebungen der magnetischen Pole. Schon die frühesten magnetischen Beobachtungen in London zeigten, dass das nördliche Ende einer Kompassnadel 6 oder 7 Grad östlich des tatsächlichen Nordens zeigte. Um etwa 1666 zeigte die Kompassnadel exakt auf Norden. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts war sie westwärts gewandert und zeigte 18 oder 19 Grad westlich des geografischen Nordpols. Heute zeigt sie noch immer etwa 4 oder 5 Grad West. Die historischen Aufzeichnungen bestätigen überdies, dass das Magnetfeld sich abschwächt. Schon unzählige Male ist es in ähnlichen Situationen zu Polumkehrungen gekommen. Besonders in vulkanischem Gestein lassen sich diese Umkehrungen nachweisen. Wenn Vulkangestein nach einem Ausbruch abkühlt, ordnen sich die winzigen magnetischen Partikel in seinem Inneren exakt nach dem Magnetfeld der Erde an. Wie kleine versteinerte Kompassnadeln zeigen sie späteren Geologen die Struktur des momentanen Magnetfelds. Anfang des 20. Jahrhunderts stellten Wissenschaftler fest, dass die versteinerten Kompasse in einigen Bodenschichten nicht nach Norden, sondern nach Süden zeigten. Die Erklärung dafür fand sich schließlich im Ozean. In den späten 50er Jahren untersuchten Wissenschaftler den Magnetismus des Meeresbodens. Zu beiden Seiten unterseeischer Röcken zeigten die im Gestein magnetisch ausgerichteten Partikel mal nach Norden, mal nach Süden. Das Magnetfeld der Erde musste also während der Entstehung dieser Gesteine von Zeit zu Zeit so nachgelassen haben, dass seine Polarität sich umkehrte. Ausgehend von den Spuren aus den vergangenen 40 Millionen Jahren ist die nächste Polumkehrung seit 530.000 Jahren überfällig. Die Felsen zeigen überdies deutlich, dass die Kraft des Feldes in den letzten 2000 Jahren nachgelassen hat. Könnte es also schon bald zur nächsten Polumkehrung kommen? Würde diese Tendenz in der Feldstärke sich fortsetzen, müssten wir in etwa 1400 Jahren bei Null, also in der Mitte des Umkehrprozesses sein. Das wäre im Jahr 3400. Wenn die Veränderung sich nicht beschleunigen würde, hätten wir wahrscheinlich sogar Zeit genug, mit ihr fertig zu werden. Doch eine neue Entdeckung könnte diese Hoffnung zerstören. Steens Mountain in Oregon ist ein Vulkan, der 16 Millionen Jahre alt ist. Amerikanische Wissenschaftler haben nun entdeckt, dass ein Teil des Gesteins hier auf eine deutlich schnellere Polumkehrung schließen lässt als bisher angenommen. Am Steens Mountain kam es während einer Polumkehrung zu einem Ausbruch. Hier findet sich heute Gestein, das in besonders großer Nähe zum Eruptionszentrum entstand. Nirgendwo auf der Welt wurde der Prozess des Übergangs genauer festgehalten als hier.
Wir stellten fest, dass das magnetische Feld sich in völlig beliebiger Art und Weise verändert. Es kann sehr schnell gehen. Manchmal lassen sich sogar Veränderungen um mehrere Grad pro Tag nachweisen. Steens Mountain beweist also, dass eine Polumkehrung manchmal mit so großer Geschwindigkeit vonstatten geht, dass man der Kompassnadel förmlich bei ihrer Wanderung zusehen könnte. Eine so plötzliche Veränderung würde die moderne Welt völlig auf den Kopf stellen. Solare Flares könnten die Elektrizitätsversorgung von Millionen Menschen lahmlegen und es gäbe weder Licht noch Fernwärme. Der Straßenverkehr würde ohne Ampeln zum völligen Stillstand kommen und auch die Bahn wäre keine Alternative, da kein einziger elektrisch betriebener Zug mehr fahren könnte. Radio und Fernsehen blieben stumm und auch das Telefonnetz bräche zusammen. Unruhen und Plünderungen könnten überhand nehmen und das allgemeine Chaos würde schon bald zum Zusammenbruch der empfindlichen internationalen Finanzmärkte führen. Am schlimmsten würde es wohl die Flugreisenden treffen. Mitten im Flug wären alle Maschinen plötzlich ohne Navigations- und Kommunikationssysteme. Auch die Armeen der Welt müssten auf ihre ultramodernen Nachrichten- und Überwachungssysteme verzichten und könnten nur hilflos beobachten, wie das magnetische Chaos die Lenksysteme ihrer Raketen durcheinander bringt. Selbst wenn dieses Horrorszenarium ausbleibt, könnte schon ein Schwächerwerden des Magnetfelds einen Großteil unserer Technologien beeinträchtigen. Trotz der immer zahlreicheren Navigationssatelliten zählen magnetische Kompasse auch heute noch zu den wichtigsten Instrumenten vieler Schiffe und Flugzeuge. Ölgesellschaften verlassen sich bei der Erkundung neuer Ölfelder und bei der Positionierung der Bohrlöcher auf Messungen des Magnetfeldes. Und viele Erdsatelliten könnten durch Veränderungen dieses Feldes von ihrem Kurs abgebracht werden. Überdies ist das magnetische Kraftfeld ein Teil unseres kosmischen Schutzschirmes. Es hält die schützende Ionosphäre zusammen und leitet einen Teil der auf die Erde zustürmenden Teilchen aus dem All in Richtung der geografischen Pole um. Doch nicht nur bei der vom Menschen entwickelten Technik würden sich Veränderungen des Magnetfeldes verheerend auswirken. Auch Lebewesen würden diese Veränderungen schmerzlich spüren. Nicht nur Magier und Fakire können Gegenstände schweben lassen, sondern auch der Magnetismus. Mit etwas elektrischer Energie beschränkt dieses Phänomen sich nicht auf Objekte aus Eisen und Stahl. Selbst Lebewesen, wie diese Heuschrecke, können scheinbar von der Schwerkraft befreit werden. Jede lebende oder tote Zelle besteht aus Molekülen. Und wenn Moleküle in ein magnetisches Feld geraten, werden sie selbst ein klein wenig magnetisch. Da Lebewesen aus Molekülen bestehen, werden also auch sie magnetisch. Deshalb reagieren Frösche und alle anderen Lebewesen bis hin zum Menschen auf magnetische Felder und können sogar zum Schweben gebracht werden. Das Magnetfeld der Erde ist nur ein Hunderttausendstel so stark wie das hier benutzte Feld. Doch Lebewesen sind dennoch empfänglich für seine Auswirkungen. Blindmäuse leben unter der Erde und können sich dabei weder an der Sonne noch an den Sternen orientieren. Trotzdem sind ihre Tunnelbauten immer von Norden nach Süden ausgerichtet und werden immer am nördlichen Ende bewohnt. Diese Leistung können sie nur vollbringen, weil sie die Richtung des irdischen Magnetfelds spüren. Wissenschaftler glauben, dass ein Metall namens Magnetit eine Rolle für diesen magnetischen Sinn spielt. Spuren dieses Eisenerzes finden sich in vielen Arten, auch im Menschen. Bei fast jedem Tier lässt sich ein magnetischer Orientierungssinn feststellen. Er findet sich bei Hummern im Ozean, ebenso wie bei Schnecken. Aber auch bei den meisten Wirbeltierklassen wie Haien, Aalen, Lachsen, Schildkröten. Und vor allem bei Vögeln. Tauben etwa orientieren sich nicht nur an Sonne und Sternen.
Sie verfügen zusätzlich über eine Art inneren Kompass. Werden Brieftauben magnetischen Impulsen ausgesetzt oder mit kleinen Magneten versehen, sind sie nicht mehr in der Lage, nach Hause zu finden. Auch Bienen haben einen inneren Kompass, der ihnen bei der Suche nach nektartragenden Blüten helfen kann. Bienen bestäuben ein Drittel der US-amerikanischen Ernte. Wenn sie nicht mehr in der Lage wären, ganz genau zu navigieren, wäre die gesamte Obst- und Getreideproduktion in Gefahr. Die meisten Tiere könnten sich nach nur einer Generation an umgekehrte Pole anpassen. Doch eine längere Übergangsphase ohne ausgeprägten Nord- oder Südpol würde ihnen Probleme bereiten. Wenn der Übergang zehntausende Jahre dauert, müssten die meisten Arten in dieser Zeit andere Mechanismen entwickeln. Am schlimmsten betroffen wäre jedoch die menschliche Rasse. Eine Theorie geht davon aus, dass magnetisches Chaos unweigerlich auch soziales Chaos bedeutet. Immer deutlicher häufen sich die Beweise dafür, dass der Geomagnetismus unsere seelische Verfassung beeinflusst. Dieser epileptische Patient in Zürich wartet auf einen operativen Eingriff. Elektroden am Kopf messen seine Hirnströme. Anstatt jedoch darauf zu warten, dass ein Anfall zufällig einsetzt, lösen die Ärzte den epileptischen Anfall gezielt aus, indem sie das magnetische Feld verändern, das den Patienten umgibt. Noch ist nicht bekannt, wie diese Veränderung den Anfall auszulösen vermag. Eine Theorie geht jedoch davon aus, dass Störungen im Magnetfeld die Kommunikation zwischen den Gehirnzellen beeinträchtigen. Wissenschaftler haben in dem Teil des Gehirns, der für epileptische Anfälle verantwortlich ist, Spuren von Magnetit nachweisen können. Diese Ärzte nehmen an, dass das Gehirn mancher Menschen besonders empfindlich auf magnetische Felder reagiert. Veränderungen im magnetischen Feld könnten der Grund für eine ganze Reihe von Gehirn- und Verhaltensproblemen sein. Ja, wie heißt sich, Herr Feldhaus? Längst ist erwiesen, dass Depressionen vor allem im Frühling und im Herbst verstärkt auftreten. In diesen Jahreszeiten sind aber auch die geomagnetischen Stürme besonders ausgeprägt, die sich auf das uns umgebende Magnetfeld auswirken. Die Auswirkungen magnetischer Felder auf menschliche Stimmungen und menschliches Verhalten werden an der Medizinischen Universität von South Carolina untersucht. Dr. Mark George aktiviert hier spezielle Teile des Gehirns mit Hilfe eines starken gebündelten Magnetfelds. Ich versuche hier gerade das Bewegungszentrum meines Kollegen Dr. Andy Spear in der rechten Gehirnhälfte zu stimulieren. Diese Hälfte des Gehirns kontrolliert die gegenüberliegende Seite des Körpers. Ich möchte versuchen, mittels einer stoßweisen Stimulation genau den Punkt zu finden, der dafür sorgt, dass er seinen linken Daumen bewegt. Das kurze Geräusch, das Sie hören, kommt von der Maschine, die einen elektrischen Impuls aussendet. Fertig, Andy? Dr. George fand heraus, dass er durch bestimmte Reize nicht nur Bewegungen auslösen, sondern auch Empfindungen beeinflussen kann. Wenn wir hier die linke Seite stimulieren, reagieren die meisten Rechtshänder etwas bedrückt. Wenn wir dagegen hier die rechte Seite stimulieren, bessert sich die Stimmung. Die Leute werden glücklicher und haben mehr Energie. Noch bleibt allerdings die Frage, was da im Gehirn geschieht und mit welchen Mitteln wir es herausfinden können. In Gainesville, Florida, arbeitet der Biophysiker Dr. Phil Callahan. Er geht davon aus, dass der Geomagnetismus nicht nur unsere Empfindungen beeinflusst, sondern sogar zum Entstehen gewalttätiger Konflikte beitragen kann. Dr. Callahan entwickelte ein Gerät für die Messung der magnetischen Eigenschaften des Erdbodens. Seiner Meinung nach beeinflusst die magnetische Leitfähigkeit des Bodens das Wachstum von Pflanzen und das Verhalten der Menschen. Er fand besonders leitfähige Böden in Belfast, Bosnien und dem Nahen Osten.
Für ihn ist es kein Zufall, dass gerade diese Regionen Krisengebiete sind. Das Leben in diesen Regionen kann durchaus von Vorteil für einen Menschen sein, solange er etwas Positives, Konstruktives tut. Wenn man allerdings nur herumsitzt, wird man innerlich nervös und findet sich bald mitten in einem Krieg. Diese Theorie ist besonders radikal. Wenn sie zutrifft, müsste eine Polumkehrung zu einer Verschiebung dieser Krisengebiete führen. Doch wo würden die Krisengebiete der Zukunft liegen? Vielleicht würde eine Polumkehrung sich nicht nur auf das menschliche Verhalten auswirken, sondern sogar auf die Evolution und den Weiterbestand unserer Art. Einige Wissenschaftler sind inzwischen der Meinung, dass eine Polumkehrung für das Aussterben der Dinosaurier verantwortlich gewesen sein könnte. Immer wieder gab es in der Erdgeschichte lange Phasen stabiler magnetischer Verhältnisse, in denen die Lebensformen der Erde sich in Millionen Jahren an eine bestimmte magnetische Richtung anpassen konnten. Mehrmals folgte auf eine Phase der Ruhe eine Zeit, in der es zu besonders vielen Polumkehrungen kam. Im Perm und in der Unterkreide waren dies auch Phasen, in denen zahlreiche Tierarten, ja ganze Klassen, ausstarben und die Evolution eine völlig neue Wendung nahm. Sollte ein solcher Evolutionsschub tatsächlich vom Magnetfeld der Erde ausgelöst worden sein, würde dies bedeuten, dass der Geomagnetismus für Lebewesen viel wichtiger wäre als bisher angenommen. Etwa mit dem Sonnenlicht vergleichbar, würde er dann zu den Grundvoraussetzungen für das Funktionieren lebender Zellen zählen. Lebende Zellen produzieren ununterbrochen wechselnde elektrische Felder. Nun weiß aber jedes Kind, dass alles, was elektrisch geladen ist, auch auf magnetische Felder reagiert. Doch wenn schon ein schwaches magnetisches Feld die Funktionen einer Zelle zu beeinflussen vermag, wie würden sich dann grundlegende Veränderungen im Magnetfeld der Erde auswirken? Überall auf der Welt führen Wissenschaftler Versuche durch, die diese Frage klären sollen. Wir konnten etwa bei Ratten feststellen, dass ihr Gedächtnis und ihre Lernfähigkeit grundlegend dadurch beeinflusst wurden. Wir beobachteten außerdem, dass die Fortpflanzung von Bakterien und das Wachstum menschlicher Zellen sich verändern. Selbst in Pflanzen konnten wir Auswirkungen beobachten. Wir waren in der Lage, die Wachstumsgeschwindigkeit, die Blattgröße und den Stängeldurchmesser dieser Pflanzen zu beeinflussen. Allein durch eine Veränderung des Magnetfelds. Wenn schon geringe Veränderungen grundlegende Lebensprozesse beeinflussen, könnte die nächste Phase magnetischer Instabilität alles heutige Leben auf diesem Planeten gefährden. Wenn die Übergangsphase länger dauert, könnte sich das einschneidend auf die Artenvielfalt und vielleicht sogar auf die menschliche Rasse auswirken. Noch weiß niemand, ob eine erneute Polumkehrung zu sozialen Unruhen, zum Ende unserer technisierten Welt oder zu einem Evolutionssprung führen würde. Obwohl unser ganzes Leben vom Erdmagnetismus beeinflusst ist, wissen wir noch viel zu wenig über dieses Phänomen, das einen Teil der heutigen Technik erst möglich macht und selbst die Stimmungen von Menschen und den Orientierungssinn von Tieren prägt. Gemeinsam erforschen Geologen, Physiker und Biologen die Rätsel des Erdmagnetismus. Nur eines scheint jetzt schon sicher: Irgendwann werden die Pole sich umkehren und alles Leben auf der Erde wird dadurch beeinflusst werden.